Der Pathozentrismus bzw. Sentientismus berücksichtigt alle empfindungsfähigen Wesen direkt moralisch und spielt daher besonders in der Tierethik eine wichtige Rolle. Was es mit dieser umweltethischen Position genau auf sich hat, erfährst du in diesem Video. Im Pathozentrismus, von griechisch Pathos Leiden bzw. Sentientismus, von lateinisch sentire empfinden fühlen, verdienen alle empfindungsfähigen Wesen Rücksicht um ihrer selbst willen. Naturschutz wird damit im Vergleich zum Anthropozentrismus auf alle Wesen ausgedehnt, die Lust bzw. Schmerz empfinden können. Denn nicht nur Menschen, sondern auch andere Lebewesen haben die Fähigkeit, Freude bzw. Leid zu empfinden. Ziel einer pathozentrischen Umweltethik ist die Vermeidung von unnötigem Leiden. Dem Pathozentrismus zufolge haben nicht nur Menschen, sondern auch manche Tiere bzw. die gesamte fühlende Natur einen moralischen Eigenwert. Es müssen also alle Wesen, die Lust und Freude bzw. Schmerz und Leid erleben können, direkt moralisch berücksichtigt werden. Moralische Verpflichtungen bestehen dementsprechend nur gegenüber empfindungsfähigen Wesen, das heißt konkret Menschen und höheren Tieren. Dabei verdienen Lebewesen je nach Komplexität einen besseren Schutz. Tiere, die empfindungsfähig sind, genießen einen höheren Schutz als nicht empfindungsfähige Tiere. Wichtige Vertreter des Pathozentrismus sind Jeremy Bentham, Arthur Schopenhauer, Peter Singer, Ursula Wolf und Tom Regan. Doch welche Tiere sind empfindungsfähig? Diese empirische Frage müssen Biologen beantworten. Prinzipiell kann man Tieren Schmerzempfindungen anhand derselben Kriterien zuschreiben wie Menschen. Sie zeigen bei Schmerzen beispielsweise ein bestimmtes Ausdrucksverhalten und bilden spezifische Laute, verändern ihre Verhaltensroutinen, ihre Herz- und Atemfrequenz beschleunigt sich. Zudem sind auch bei bestimmten Tieren morphologische und neurophysiologische Bedingungen wie Nozizeptoren und Hirnareale vorhanden, die schädigende Reize verarbeiten können. Man ist sich einig darüber, dass zumindest alle Wirbeltiere schmerzempfindlich sind. In der neueren Literatur wird davon ausgegangen, dass auch Fische Schmerz empfinden können, und einige Botaniker halten sogar Pflanzen für empfindungsfähig. Dies ist jedoch umstritten. Im Pathozentrismus werden Schmerzen und Leid als Übel charakterisiert. Daher beinhaltet die Grundargumentation des Pathozentrismus nicht zwingend einen naturalistischen Fehlschluss. Es wird unterstellt, dass diese Übel nicht im Interesse empfindungsfähiger, sentienter Wesen liegen. Dabei reicht es aus, zu wissen, dass ein Wesen Schmerzen und Leid als Übel empfindet. Man muss sich nicht in empfindungsfähige Tiere hineinversetzen können und verstehen, wie diese Tierarten Freude und Leid erleben. Wir können empfindungsfähigen Tieren zuschreiben, dass sie Schmerzen als übel empfinden, ohne genau zu wissen, wie sich Schmerzen für die Mitglieder der jeweiligen Spezies anfühlen. Der Mensch als moralischer Akteur oder Subjekt der Moral muss laut Pathozentrismus auf das gute Leben aller empfindungsfähiger Wesen Rücksicht nehmen. Dabei geht es sowohl um positive als auch um negative Empfindungen, also um Wohlergehen und Leiden. Bezieht der Mensch nur Menschen in seine moralischen Erwägungen mit ein, handelt er speziesistisch. Der Ausdruck Speziesismus bezeichnet in der Umweltethik eine willkürliche Bevorzugung von Artgenossen, also Menschen, die ähnlich abzulehnen ist wie Rassismus oder Sexismus in der Menschenwelt. Um den Speziesismusvorwurf zu entgehen, müsste man begründen können, dass das Schmerzempfinden von Menschen grundsätzlich gravierender als das von Tieren ist und deshalb mehr moralische Relevanz hat. Doch warum sollte dies der Fall sein? Eine mögliche Antwort wäre, dass reflektierter Schmerz gravierender sei. Dagegen lässt sich jedoch einwenden, dass man sich durch Reflexion auch von der eigenen Schmerzempfindung distanzieren kann. Demnach muss reflektierter Schmerz nicht grundsätzlich gravierender sein als nicht reflektierter Schmerz. Der Pathozentrismus betrifft vor allem den Bereich der Tierethik. Er verlangt, Rücksicht auf empfindungsfähige Tiere zu nehmen, da diese ein Interesse daran haben, keine Schmerzen und kein Leid zu empfinden. Der Mensch hat dabei eine besondere Verantwortung gegenüber diesen Tieren. Denn viele empfindungsfähige Tiere sind domestiziert. Der Mensch hat also Macht und Kontrolle über sie, benutzt sie beispielsweise als Schlacht-, Nutz-, Versuchs-, Sport- und Haustiere.
Das menschliche Verhalten gegenüber diesen domestizierten Tieren steht im Zentrum der pathozentrischen Umweltethik. Prinzipiell lässt sich der Pathozentrismus aber auch auf Wildtiere ausweiten. Starke Varianten des Pathozentrismus fordern langfristig eine Beendigung aller Formen von Domestikation von Tieren, in welchen Tiere ausgenutzt werden. Sie sprechen sich gegen den Konsum tierischer Produkte und gegen Tierversuche aus. Schwächere Varianten fordern lediglich den Verzicht auf tierische Produkte aus nicht artgerechter Haltung, insbesondere aus Massentierhaltung, sowie ein Ende von Tierversuchen, die man Menschen nicht zumuten würde. Der Pathozentrismus berücksichtigt also empfindungsfähige Lebewesen direkt moralisch und definiert innerhalb der Tierethik, bezogen auf die jeweilige Empfindungsfähigkeit, Kriterien für artgerechte Tierhaltung. Jedoch können auch, ähnlich wie im Anthropozentrismus, nicht empfindungsfähige Lebewesen, Landschaften und Ökosysteme indirekt moralisch berücksichtigt werden. Diese haben nämlich einen instrumentellen Wert für empfindungsfähige Lebewesen, sie dienen ihnen beispielsweise als Nahrung oder Lebensraum. Eine häufige Kritik am Pathozentrismus ist, dass Leid genauso wie Freude subjektiv ist. Man kann daher den Nutzen bzw. Schaden einer Handlung oder Unterlassung nicht objektiv ermitteln. Veganern geht der Pathozentrismus nicht weit genug, da er weder die schmerzfreie Aufzucht und Haltung von Tieren noch ihre Tötung verbietet. Es gibt im Pathozentrismus kein generelles Nutzungs- oder Tötungsverbot von Tieren. Man darf empfindungsfähige Tiere halten und töten, sofern man ihnen hierbei kein Leid zufügt. Veganer hingegen plädieren dafür, sowohl die Tötung von Tieren als auch den Konsum tierischer Produkte zu beenden. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der Pathozentrismus für eine moderne Umweltethik nicht ausreicht. Angesichts der Erfordernisse des Pflanzenschutzes sowie der Berücksichtigung ökologischer Gesamtzusammenhänge hilft das Kriterium der Empfindungsfähigkeit nicht wirklich weiter. Überzeugt dich der Pathozentrismus? Auf welche Praktiken im Umgang mit Tieren müsste man deiner Ansicht nach verzichten? Und ist der Pathozentrismus ausreichend oder benötigen wir heutzutage eine umfassendere Umweltethik? Schreibe deine Gedanken zu diesem Thema sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Pathozentrismus kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!